Bei der täglichen Arbeit in der Zahnarztpraxis mit Hand- und Winkelstücken werden anwendungsbedingt unterschiedlich rotierende Instrumente verwendet. Jedes rotierende Instrument hat eine vom Hersteller vorgegebene optimale Drehzahl und muss entsprechend den passenden Hand- und Winkelstücken oder Turbinen zugeordnet werden. Werden diese Vorgaben beachtet, können die rotierenden Instrumente optimal eingesetzt werden, mit optimaler Abtragsleistung und gleichzeitig geringster Reibungswärme. Zudem wird das Instrument sowie der Zahn geschont. Hierbei werden Drehzahlbereiche von 1500 Umdrehungen pro Minute bis zu 400.000 Umdrehungen pro Minute erreicht. Dabei kommt es auf die in der Praxis gegebenen Antriebsmöglichkeiten an, um diese Drehzahlen für den Anwender bereitzustellen. Hierbei muss man zwischen luftbetriebenen und elektrisch betriebenen Instrumenten unterscheiden. Luftbetriebene Instrumente sind beispielsweise Turbinen und Luftmotoren, welche an den entsprechenden Instrumentenschläuchen oder Schnellkupplungen betrieben werden. Sowohl Luftmotoren als auch elektrische Motoren werden verwendet, um Hand- und Winkelstücke anzutreiben. Hand- und Winkelstücke werden mit unterschiedlichen Übertragungen angeboten. Hierbei haben sich die unterschiedlichen Hersteller weitestgehend auf eine farbliche Kennzeichnung geeinigt. Rote Winkelstücke übersetzen hierbei die Antriebsdrehzahl, was bedeutet, dass die Arbeitsdrehzahl des Bohrers höher ist als die Motordrehzahl. Dagegen übertragen blaue Hand- und Winkelstücke die Motordrehzahl 1:1. Und grüne Winkelstücke untersetzen die Motordrehzahl, wodurch die Arbeitsdrehzahl niedriger als die Antriebsdrehzahl ist. Im Gegensatz zu Luftmotoren können bei elektrischen Motoren neben blauen und grünen Hand- und Winkelstücken auch rote Winkelstücke angetrieben werden, welche in vielen Bereichen als Alternative zu Turbinen verwendet werden können. Sie haben somit mit beiden Antriebssystemen, also Luft oder elektrisch, die Möglichkeit, alle für die Behandlung nötigen Drehzahlbereiche abzudecken. Dennoch sollten vor der Kaufentscheidung einige Punkte beachtet werden, da sich die Anwendung zwischen luft- und elektrisch betriebenen Instrumenten deutlich unterscheiden. Die Vorteile von Turbinen gegenüber roten Schnellläufern sind unter anderem das geringere Gewicht, die oft kostengünstigere Anschaffung und den Umstand, dass zum Betrieb kein zusätzlicher Motor inklusive Steuerung benötigt wird. Die Kraft eines luftbetriebenen Instruments ist begrenzt und die hohe Drehzahl fällt bei höherem Anpressdruck schnell ab. Zudem ist eine genauere Drehzahlsteuerung nicht möglich und das hochfrequente Arbeitsgeräusch gegenüber elektrischen Antrieben wird oft als störend empfunden. Im Gegensatz hierzu haben elektrisch betriebene rote Winkelstücke eine deutlich höhere Durchzugskraft und verlieren auch bei höherem Anpressdruck nicht an Drehzahl, welche in einem Bereich von 10.000 bis 200.000 Umdrehungen pro Minute regelbar ist. Zudem ist die Geräuschentwicklung gegenüber einer Turbine deutlich angenehmer. Jedoch ist der Anschaffungspreis sowie das Gesamtgewicht von Winkelstück und Motor deutlich höher als das einer luftbetriebenen Turbine. Für Anwendungen mit niedrigen Drehzahlbereichen verwendet man grüne oder blaue Hand- und Winkelstücke. Dabei ermöglichen Elektromotoren je nach Steuerung schon Drehzahlen ab 300 Umdrehungen pro Minute und maximal Drehzahlen bis zu 40.000 Umdrehungen pro Minute. Durch diesen breiten Drehzahlbereich ist es möglich, auch mit wenigen Hand- und Winkelstücken die benötigte Drehzahl exakt einzustellen und damit das gesamte Drehzahlspektrum abzudecken. Moderne Elektromotoren steuern dabei automatisch die notwendige Kraft, um eine gleichmäßige Drehzahl zu gewährleisten. Wichtig zu wissen ist, dass feinmechanische Instrumente wie Turbinen und Hand- und Winkelstücke nicht nur durch die Behandlung, sondern auch durch den vorgeschriebenen Hygiene- und Pflegeprozess großen Belastungen ausgesetzt sind. Feinmechanische Instrumente sind mit hochpräzisen Kugellagern, Getrieben, Lichtleitern oder Lichtelektronik, Filtern und Dichtungen ausgestattet. Eine einwandfreie Funktion kann nur gewährleistet sein, wenn sie gereinigt und gepflegt werden. Eine unzureichende Pflege führt zwangsläufig zu einem schnellen Verschleiß und somit hohen Reparaturkosten. Für eine hygienische Aufbereitung und Pflege der Instrumente werden von den Herstellern unterschiedliche Aufbereitungsgeräte angeboten, mit welchen sowohl die Sicherheit hier bei der Anwendung als auch die Lebensdauer der Instrumente erheblich erhöht wird. Beachten Sie hier unbedingt die Originalgebrauchsanweisung der jeweiligen Instrumente und Hersteller.
Zudem empfehlen wir Ihnen unsere kostenlose Pflegefibel, in welcher unser Reparaturservice auf über 30 Seiten seine 45 Jahre Pflegeerfahrung preisgibt, damit Ihre Instrumente einwandfrei funktionieren und Sie weniger kostspielige Reparaturen haben. Sie können unsere Pflegefibel kostenlos unter www.ros-dental.de anfordern.